Ja, hallo zurück zu unserer dritten Folge von einer kleinen Serie über künstliche Intelligenz in Organisationen, in der Industrie. Und ich bin wieder zusammen mit dem Felix hier. Wir haben ja schon die ersten zwei Folgen gemeinsam bestritten, wo wir in die Technologie eingetaucht sind. Dann im zweiten Bereich, zweiten Teil, sind wir in Prozesse und Anwendungsfälle von KI eingetaucht. Und jetzt am Schluss, und es ist eigentlich schade, dass es am Schluss kommt, weil es so wichtig ist, der Ja, Mensch, absolut. die digitale Transformation auch von einer strategischen Sicht, von einer Change-Management-Sicht, da wollen wir heute uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Am Anfang wollten wir eigentlich einsteigen, so das Ganze in einer Session zu machen und dann haben wir doch gemerkt, da gibt es so viel zu besprechen und sind wir immer noch an der Oberfläche, aber es ist doch interessant, sich da ein bisschen ausführlicher auszutauschen. Genau, so viel dazu. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen gleich dazu, dass wir den Mensch und Strategie adressieren. Und in dem Kontext mal als Anfang für unsere Diskussion, wie geht man überhaupt das Thema künstliche Intelligenz an? Und wir kommen dann so ein bisschen auch zur generellen digitalen Transformation, aber jetzt spezifisch auch bei dem Thema generative KI, was da so ein bisschen ein Hype-Thema ist, wo viele gerade denken, wow, wir müssen da irgendwas tun und irgendwas machen. Da gibt es diese drei archetypischen Ansätze, die ich so im Markt jetzt auch beobachtet habe bei Kunden. Und ich würde euch ganz kurz mal durchführen. Und dann, Felix, kannst du ja dann auch ergänzen, welchen Ansatz du da am besten findest. Oft passieren die auch in Kombination, muss man gleich sagen. Ja, das ist nicht so, dass die jetzt immer nur für sich allein genommen sind. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel den strategischen Ansatz nimmt, da geht man dann wirklich so von den Grundlagen aus im Sinne von, welche Daten habe ich zur Verfügung, ja, und wie kann ich diese nutzen mit generativer KI? Welche Kundenanforderungen auf der anderen Seite habe ich und wie kann ich diese Kundenanforderungen oder den Ablauf mit meinen Kunden, den Mehrwert, den ich meinen Kunden biete, mit generativer KI verbessern? Ja, und so ein bisschen auch mal ganz simpel von der SWOT zum Beispiel, von dieser Stärken, Schwächen, Opportunity, Threats Matrix, die ja eigentlich jeder kennen sollte. Das ist so ein bisschen Management-Standard-Tooling. Und davon abgeleitet, ja, wie kann ich meine Stärken mit KI noch weiter ausbauen? Wie kann ich meine Schwächen minimieren? Welche Chancen entstehen daraus? Also so der strategische Ansatz, wo die ganze Firma mitgenommen wird, viele Ressourcen in der Regel und dann bereitet man das auf. Man kann es auch erstmal aufbereiten, bevor man implementiert, dann kostet es nicht so viel Ressourcen. Ein Ansatz. Zweiter Ansatz ist der explorative Ansatz, dass man sagt, ja, man gibt generative KI-Tools, einfach die Oberfläche den Mitarbeitern zur Verfügung. Vielleicht jetzt nicht GPT, weil da es mit den Daten dann doch eben etwas spannend ist, dass man da die Firmendaten nicht teilen will. Aber zum Beispiel die Microsoft Copilot oder ja, verschiedene Enterprise-Lösungen. Und das ermöglicht den Mitarbeitern einfach mal zu testen. Und dann finden die selber raus, welche tollen Möglichkeiten sie finden, um ihren eigenen Arbeitsablauf zu optimieren. Und da kann man dann tiefer einsteigen. Zum Beispiel, wir hatten es letztes Mal besprochen mit so Prompt-Templates oder so, eine Art und Weise, wie man das schön strukturieren kann. Aber erst sollen die Mitarbeiter von sich aus mal explorativ vorgehen und irgendwelche Möglichkeiten finden. Und der dritte, um das abzurunden, ist der Anwendungsfallansatz. Das heißt, man schaut im Markt, welche Möglichkeiten, welche Anwendungsfälle gibt es. Auch wieder unser letztes Webinar, da sind wir ja auf einige Anwendungsfälle eingegangen. Und die implementiert man dann, ob 1, 2, 3 oder mehr. Das sind so die Ansätze. Felix, wenn ihr eingezogen werdet, wo siehst du gerade die Firmen, mit denen du zusammenarbeitest? Also es ist sehr spannend, dass du die drei unterschiedlichen Fälle ansprichst. Ich denke, sehr viele Firmen sind im explorativen Ansatz dabei. Also das kenne ich auf jeden Fall am meisten. Es ist allerdings natürlich auch oft eine große Fragestellung, wie man das Ganze überhaupt angeht. Also der explorative Ansatz wird nur deswegen meistens verwendet, weil vielen Firmen eben komplett eine Idee fehlt, wie in irgendeiner Art und Weise der strategische Ansatz glücken sollte oder wie man schon nach Anwendungsfällen geht. Das ist ja eigentlich letztlich, deswegen finde ich auch ganz passend, dass du es am Ende hinstellst, dass der spezifischste ist, weil wir ja dort eine Kombination haben aus eben, man kann die Mitarbeitenden selber explorieren lassen und auf der anderen Seite ist es aber sehr, sehr klar schon in eine Richtung getaktet. Und das habe ich so gut wie noch gar nie gesehen. Wir arbeiten tatsächlich mit einer Gruppe zusammen, mit einer Firmengruppe, die genau das macht. Die haben sich sehr viele Gedanken schon darüber gemacht, generell
sehe ich aber, dass wir uns sehr oft, wie gesagt, bei dem Explorativen bewegen und hin und wieder auch bei dem strategischen Ansatz. Der strategische Ansatz hat nur im Moment dann natürlich auch wieder die Schwierigkeit, dass ich denke, oder was heißt, dass ich denke, dass generell diese ganzheitliche Top-Down-Strategie ähm, auch erst entwickelt werden muss. Und auch da sehe ich, dass in vielen Fällen die Firmen noch gar nicht bereit dazu sind, weil das Verständnis, was wir auch in diesem Webinar versuchen, ein bisschen breiter zu fächern, für generative künstliche Intelligenz einfach noch nicht auf die Art und Weise vorhanden ist. Also ich sehe sehr viel, dass es wird gesagt, okay, man kann eben Texte generieren oder irgendwelche bestimmten einzelnen Fälle machen. Das ist grob vorstellbar. Aber wie es dann weitergehen soll und vor allem, wie das ein strategischer Ansatz für das gesamte Unternehmen sein soll, dafür sehe ich sehr selten bis jetzt noch Ideen. Also es gibt ja auch immer, ich habe mal in einem anderen Podcast gefordert, dass ähnlich wie es einige im Silicon Valley inzwischen machen, es sollte in Zukunft den CAIO geben, also den Chief Artificial Intelligence Officer, weil das Unternehmen vermutlich in jeder Sparte irgendwo KI einsetzen wird. Und dadurch wird es natürlich auch ein C-Level-Problem, weil wir dann eben für alle diese einzelnen Sachen überlegen müssen, wie kollaboriert die KI, auf welche Art und Weise funktioniert das Ganze strategisch. Und davon sind bis jetzt ungelogen alle Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, noch sehr weit weg. Mhm. Ja, das ist auch interessant. Ich meine, es gibt ja auch den Chief Digital Officer, ja, die Rolle wurde mal so ein bisschen populärer, dann ist es ein bisschen wieder, ja, die haben dann doch immer oft nicht genug Rechte und Ja. Möglichkeiten bekommen, um das richtig zu treiben. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen jetzt ein Revival von diesem Chief Digitalization Officer, der dann halt AI natürlich mit dabei hat. Und grundsätzlich gerade im Sinne von Verständnis dafür. Ich glaube, da ist die nächste Folie ganz gut, das mal ein bisschen Ja. zu diskutieren. Es ist tatsächlich so, dass ich fand das Bild so nett, weil auch aus den vielen Digitalisierungs- und Transformationsprojekten, wo ich involviert war in der Vergangenheit, es ist ganz häufig so, dass man das Verständnis oft so ein bisschen da dieses zweite Bildserie ist. Man denkt, okay, die Firma funktioniert so, wie sie funktioniert. Man bringt ein paar neue Tools mit rein, ein paar neue Werkzeuge, also KI zum Beispiel als eins oder auch es gab in der Vergangenheit eben diese anderen Tools, wo ich auch mit involviert war, IoT, Internet der Dinge oder Low-Code, also so neue Digitalisierungstools, die werden dann genutzt und dann ist man einfach viel schneller und düst dann den Wettbewerb davon. So ist das Verständnis, aber tatsächlich, und das fand ich so nett, diese Transformation von Firmen, und da kommt man eben zu Menschen, ja, unabhängig jetzt von der Technologie, die eingeführt wird und den Anwendungsfällen, den Use Cases, eben, wie sollte das Verständnis sein? Industrie 4.0 ist ja so eine große Vision, die dann im Raum schwebt. Es gibt inzwischen sogar noch Ausbaustufen. Aber um dorthin zu kommen, muss eben eine Firma sich ganzheitlich transformieren. Ne? Dieses Entpuppen von einer Raupe zu einem Schmetterling fand ich da ein ganz nettes Bild. Dieses Absolut. ganzheitliche. Und wenn man das versteht, dann hat man eben auch den langen Atem, dann geht man das strategischer an, dann weiß man, okay, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das mit einem ROI von 2 Monaten, 2 Jahren bewerten müssen, so wie sonstige Implementierungsprojekte, Innovationsprojekte, sondern das ist eine Reise, die man da angeht, die dauert halt, aber die hat halt grundlegende Anforderungen. Also fand ich immer ganz Absolut. nett. Und jetzt hatte ich mir überlegt, ob wir hier schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was alles schief geht bei so Digitalisierungsprojekten. Weil ich glaube, das ist ganz spannend. KI, generative KI, ist ein Teil von so einer ganzheitlichen digitalen Transformation. Ja. Ist also Teil des Problems sozusagen. Es muss also mit Change Management adressiert werden, ist aber auch Teil der Lösung. Und das, Ja. vielleicht können wir das ähm, mal so ein bisschen in so einem Change Management Framework mal einfach besprechen. Change Management, da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man es betrachten kann. Wichtig ist, dass man es betrachtet. Ganz oft ist es wirklich schrecklich, wie oft das hinten runterfällt und überhaupt nicht gemacht hat. Aber ich denke, wenn man so verschiedene Frameworks nutzt, ist es ein bisschen wie eine Checkliste. Habe ich dran gedacht? Ja, könnte ich daran noch denken? Könnte ich das noch tun? Und gerade eben dieser Kotter, das ist so ein Management Consultant aus den USA, der sehr berühmt ist, hat da relativ früh schon
dieses Modell geformt und ich würde einfach mal die Stufen durchgehen. Dann können wir ein bisschen zu den einzelnen Punkten was besprechen. Bei manchen ist es so ein Stufenmodell abgebildet, diese Schritte. Andere haben das als Kreis aufgebaut. Ich habe jetzt diesen Kreis von der offiziellen Homepage genommen. Ein Teil ist so dieses Sense of Urgency, also dass man damit anfängt, dass man sich bewusst wird, wie dringend es jetzt ist, zu handeln. Ja, wenn Menschen kein Sense of Urgency haben, kein Bewusstsein der Dringlichkeit, dann passiert es auch nicht. Ja, das ist ganz oft bei digitaler Transformation, bei Innovation so, es läuft ja gut, wir verdienen doch gut, warum sollten wir was tun? Ja, absolut. Ich meine, Felix, wir hatten es ja besprochen, ich glaube, der Technologieteil, unser erstes Webinar, ist da in dem Kontext ganz interessant, weil exponentielles Wachstum bedeutet halt, dass da gerade unglaublich viel passiert, ja? Dass es unglaublich schnell wird, es wird immer schneller. Das heißt, wenn man jetzt nichts tut, die Firmen, die was tun, die sind dann halt dann auch schwer einzuholen. Und Ja, absolut. Und das ist ja irgendwie auch ich verstehe auch der Wunsch auf der anderen Seite, dass es irgendwie gleich bleibt, dass man sich nicht transformieren muss. Jeder Change geht mit ziemlich viel Aufwand einher, mit Verständnis, wie das neu funktioniert. Aber wir sehen es ja auch in anderen Richtungen. Und ich finde interessant, dass Statistikinstitute seit 20 Jahren vor Fachkräftemangel und Problemen, dadurch, dass die Boomer-Generation in Rente geht, warnt. Jetzt passiert's und es ist trotzdem so, dass es sehr viele erstaunlich unerwartet trifft. Und hier haben wir jetzt interessanterweise, es ist ein ganz anderes Thema, aber es schneidet natürlich hier auch rein, denn man sieht ja, dass alle Entwicklungen immer miteinander arbeiten und ich würde sagen, ein entscheidender Punkt, der jetzt zum Tragen kommt, mehr und mehr, auch viele Kunden bei uns fragen das dann an, inwieweit können wir denn Ressourcen damit versuchen zu binden, die wir sonst nicht mehr hätten? Denn viele haben eben das Problem, dass nicht mehr so wie früher in der Abteilung halt dann 10 Leute dran arbeiten, sondern zwecks Fachkräftemangel eben nur noch 7 oder 6 Personen. Und dann ist sowieso die Schwierigkeit, neue sind nicht einzustellen oder ist es sehr kompliziert. Und hier haben wir dann die Technologie auf der anderen Seite. Und das ist, finde ich jetzt sehr interessant. Wie gesagt, eigentlich ein ganz anderes Thema. Aber wir sind sowieso in einer Transformationsstufe, in der vermutlich es in der Zukunft wieder besser handhabbar wäre. Ich bin auch kein Fan davon. Es gibt ja dann die AI-Enthusiasten, die sagen, dann brauchen wir eigentlich gar niemanden mehr. Fachkräftemangel gibt es gar nicht. Das glaube ich nicht. Aber natürlich haben wir hier eine Möglichkeit, das Ganze zu verändern. Aber dazu muss es auch erstmal, wie du sagst, ähnlich wie so das Innovators Dilemma. Es läuft ja eigentlich ganz gut. Wieso sollten wir das jetzt halt verändern? Aber natürlich, wenn das jetzt nicht passiert, irgendeine Firma macht es halt dann doch und die hat in 3 Jahren dann einen dermaßen großen Vorteil, dass es sehr schwierig wird für alle, die auf aktuellen Modellen aufbauen, also auf aktuellen Geschäftsmodellen, dass die dann große Schwierigkeiten haben werden, damit überhaupt irgendwie weiter konkurrieren zu können. ja, nee, absolut. Ich finde, Fachkräftemangel ist auch definitiv so ein Punkt, der diesen Sense of Urgency unterstreicht. Ja, die Fähigkeit von KI, wie sich das entwickelt. Generell, die Globalisierung ist halt doch nicht rückgängig zu machen und der Wettbewerb auch aus anderen Ländern, ne, und Regionen ist halt auch so ein Thema. Also es spielt schon einiges rein, Energieknappheit und sonstiges, was so ein Sense of Urgency hoffentlich für digitale Transformation und dann auch insbesondere KI dann auch erzeugt. Und wenn man das erstmal hat, ja, wenn man versteht, zumindest in einem Kreis von Personen, dass es wichtig ist, diese digitale Transformation zu machen, dann sollte man so eine Koalition gründen. Und das ist, wenn ich auch so ein bisschen von früher erzählen kann, häufig viel zu wenig gemacht. Im Sinne von, dass entweder man versucht so aus den Geschäftseinheiten etwas rauszutreiben, eine digitale Transformation. Das scheitert aber, weil das C-Level zum Beispiel, der Vorstand das gar nicht so auf seiner Agenda hat. Und dann sind es so willige Personen, die Digitalisierung treiben wollen, aber wenn der Vorstand es nicht versteht und nicht unterstützt, dann scheitern die daran. Andersrum habe ich auch schon mehrfach erlebt in Projekten, dass der Vorstand was wollte. Der C-Level hat dann ein Projekt gestartet. Es ist aber dann gescheitert an so Zwischenmanagementstufen und den verschiedenen Bereichen, die dann doch wieder eigene Agendas hatten und das gar nicht so unterstützt haben, eher abgeblockt und verzögert. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man so ein Projekt sterben lassen kann. Also
ja, also es ist durchaus spannend, sowas zu beobachten. Und so eine Koalition von Willigen aus verschiedenen Ebenen, denke ich, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Auch, dass man sagt, nicht nur die Zentrale treibt, sondern auch aus den Geschäftseinheiten, dass man da die Leute zusammenbringt, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Absolut. Ja. Genau. Wir Und brauchen, denke ich auch, so wie du sagst, die Koalition, wo ich oft den Punkt sehe mit den unterschiedlichen Einheiten, ist eben, dass es ja selbst bei Software teilweise so ist, dass in einem etwas größeren Unternehmen schon sehr unterschiedliche Softwaresysteme nicht mehr miteinander klarkommen. Wir haben jetzt halt eine Chance. Ich denke, die wird in den nächsten Jahren noch mehr greifen. Wir selber arbeiten an Systemen. Was KI besser kann als Software, ist einfach unterschiedliche Systeme miteinander vereinen. Und zu sagen, okay, eigentlich haben das ERP-System und das CRM-System überhaupt nichts miteinander zu tun, und bis jetzt war es auch nur mit massivem programmatischem Aufwand möglich, die in irgendeiner Art und Weise zu verbinden. Dadurch, dass wir gerade mit Gen AI die Möglichkeit haben, unterschiedliche Schnittstellen sehr einfach anzubinden und das Ganze dann neu zu verkapseln, ist es auch in der Richtung deutlich einfacher. Und deswegen meine ich auch darüber ist das Spannende wieder, man muss sich nur darüber bewusst sein. Es ist nicht nur so eben das eine Koalition zu bilden, eben dass, wie du schon sagtest, unterschiedliche Einheiten letztlich für dasselbe Ziel sich einsetzen, sondern wir haben auch wirklich die Möglichkeit, dass es einfacher ist. Dass es einfacher ist, ist, glaube ich, ein Punkt, der sich auch in diesem Webinar immer wieder letztlich wiederholt, weil wir die Chance haben, durch intelligentere Systeme mehr Dinge miteinander zu verzahnen. Das finde ich irgendwie nochmal wichtig bei diesem Punkt zu sagen. Diese Verzahnung der unterschiedlichen Systeme ist viel einfacher, als es das zuvor war. Ebenso wie ein Beispiel zu unserem aktuellen Webinar. Mit unseren KIs ist es möglich, wenn wir jetzt alle 3 Webinare zusammennehmen und dann natürlich die Transkripte zu all diesen 3 Webinaren nehmen, uns gar nicht so lange zuzuhören, sondern theoretisch einfach der KI zu sagen, komm, das ist bestimmt in der Essenz ganz interessant, aber ich habe jetzt keine Lust, mir das über 2 Stunden anzuschauen. Also bitte mach mal eine Zusammenfassung draus. Und da haben wir es auch wieder so. Wir können einfach irgendein Format nehmen, wir nehmen daraus wiederum die perfekten Einzelteile und dann, ah ja, okay, das habe ich daraus gelernt. Auch das ist etwas, da sind wir einfach ein ganzes Stück weiter. Und ich denke, das ist wichtig dafür aufzuklären, weil da werden wir jetzt dann gleich auf den nächsten Schritt eben mit der strategischen Vision kommen, dass es auch anders geht, dass wir wieder eine andere Möglichkeit haben, dass wir auf eine andere Art und Weise spielen können damit, um ganz neue Wege zu gehen. Da passt, finde ich, auch wieder das Bild, das du auf der Folie zuvor hattest, mit der Raupe, die sich zu einem Schmetterling und eben nicht zu einer Raupe mit Jetpack verwandelt. ja. Ja, und die Vision, du hast es schon angesprochen, das ist leider auch was, wo ich den Eindruck habe von den vielen Gesprächen, dass Visionen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, halt leider nicht so ausgeprägt sind, oft wie im amerikanischen Bereich. Ja, die sind da Ja, einfach, die haben mehr Visionen also mutigere Visionen aus der Sicht, als wir jetzt. Zum Beispiel, wenn man Amazon denkt, ja, wenn da jemand vor 10, 20 Jahren diese Vision geäußert hat, hey, wir liefern innerhalb von 1, 2 Tagen. Das war ja unvorstellbar in einem Versandhandel, innerhalb von einem Tag zu liefern. ja, Das absolut. wäre in Deutschland sofort als Vision gekillt worden. Das geht nicht, unmöglich. Ja, aber tatsächlich so eine Vision ist machbar, wenn man halt dranbleibt, wenn man sich einen Zeitraum gibt. Und KI, das, Felix, du hast angesprochen, beschleunigt enorm. Ja, Ja, viele Prozesse können dadurch enorm beschleunigt werden. Und diese Vision dann umzusetzen im Sinne von, wie schnell können wir einen gewissen Prozess, der jetzt sehr, sehr lang dauert, sag mal einen Monat, wirklich mal reduzieren und mutig sein, weil das triggert dann ganz andere Gedanken, als wenn man sagt, naja, wir wollen 10% einsparen, 10% schneller werden. Wenn man wirklich sagt, nein, wir wollen 90% einsparen, 90% schneller werden. Das ja, triggert genau diese dann Maßnahmen, die man als nächstes angeht, um wirklich was zu bewegen. Ja, zum Beispiel eine absolut. Vision, die man haben kann, nur kurz reingeworfen, Product as a Service. Ja, das kann man auch durch KI auf verschiedenen Stufen unterstützen. Das braucht sehr viel Wissen, was man aufbaut, Daten, wie wertet man die Daten aus. Aber dann könnte man zum Beispiel als Maschinenbauer
ein Produkt dann als Service anbieten, seine große Maschine, statt eine Investition dann vom Kunden zu verlangen. Ne? Also das sind so Themen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man so Visionen dann aufbauen kann. Ja, genau. Und wenn man die dann gut gemacht hat, dann kommt es nämlich zum nächsten Punkt, den Freiwilligen. Also diese Voluntary Army finde ich auch einen super wichtigen Punkt. Man braucht eine Vision, sonst triggert man die Leute nicht, dass die sagen, oh, das ist super, da will ich mitmachen. Aber wenn man eine gute Vision hat, dann kann man begeisterte im Unternehmen, die findet man eigentlich fast immer, wenn das Unternehmen groß genug ist, ein paar Leute, die richtig Bock auf was Neues haben, auf Veränderungen haben, auf neue Technologien haben. Und diese Change Champions oder generell Digitalisierungs-Champions oder wie man sie auch immer dann nennen möchte, die sind aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung halt super wichtig, um Themen voranzutreiben. Absolut. Felix, wie läuft es in den aktuellen Projekten bei dir? Hast du da eher so Change Champions, also Leute, die das eher von sich aus machen, oder sind es Leute, die bestimmt wurden von der Organisation, hey, macht mal was? Es kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an. Tatsächlich haben wir durchaus oft mit der Personengruppe, wie du sie gerade beschrieben hast, zu tun, weil natürlich man auch irgendwie prädestiniert in gewisser Weise sein muss dafür. Man muss es ja auch selber wollen. Es ist immer sehr schwierig. Wir haben teilweise auch in der Vergangenheit, noch bevor wir auf Large Language Modelle vor allem gegangen sind, die Schwierigkeit gehabt, dass wir sehr oft mit Datenschützern zu tun hatten. Und Datenschützer haben eigentlich meistens überhaupt keine Lust, dass sich irgendwas ändert, weil die wissen immer, sobald sich irgendwas verändert, bedeutet das in erster Linie Stress. In erster Linie müssen neue Regularien wieder durchgesetzt werden. Also die waren meistens eben überhaupt nicht Change begeistert. Jetzt gerade haben wir schon meistens entweder mit Menschen aus der IT der jeweiligen Unternehmen zu tun oder aus welchen eben, die selber für Change Management zuständig sind, die für Vision oder wie sagt man das andere, nicht Transition, sondern halt auf jeden Fall auch so, dass das Unternehmen sich transformiert für die Zukunft. Also all das sind meistens die Menschen, die unsere Ansprechpartner sind in den größeren Unternehmen. In den kleineren Unternehmen ist es tatsächlich auch so, dass es öfters direkt die Geschäftsführer oder die Geschäftsführerinnen sind, weil das Ganze dort dann halt logischerweise C-Level-Wichtigkeit hat. Und diese C-Level-Wichtigkeit, denke ich, muss auch unterstrichen werden, weil es natürlich auch dort wieder so ist, wenn es eingeführt wird, dann ist es bei kleinen Unternehmen, hat es sehr viel schneller noch sehr viel größeren Impact, als es bei größeren ist, da wir da ja dann wirklich in die Kernsysteme reingehen und diese Kernsysteme dann mit KI ausstatten oder andere Systeme dadurch teilweise ersetzen. Und genau, deswegen würde ich sagen, es sind schon des Öfteren die, aber ich würde auch dem zustimmen. Wir haben jetzt halt dann mehr und mehr in Verbindung mit Machine Learning, teilweise mit Maschinenbauern zu tun. Und da haben wir dann teilweise einfach auch nur mit denjenigen zu tun, die es irgendwie verwalten müssen. Da ist es deutlich schwieriger, weil man denen natürlich noch sehr viel mehr erklären muss, dass auch sie einen Vorteil dadurch haben werden. Aber natürlich, dass man erstmal damit anfangen muss, das Ganze so umzustrukturieren, dass es passend für die Zukunft ist. Also es ist nicht immer ganz einfach, gerade in der Kombination mit Machine Learning, weil das haben durchaus gerade bei den Maschinenbauern einige schon, die dann gewisse Zeitreihendaten damit analysieren und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ist da kompliziert dann zu sagen, ja, dieser Ansatz bringt jetzt noch mehr, weil dann kommt natürlich sehr oft die Antwort, ja, das wurde vor 5 Jahren beim Machine Learning auch gesagt. Und das Interessante ist, wenn man sich dann ins weitere Gespräch begibt, dann fragt man ja, und hat es bei Machine Learning dann was gebracht? Und dann so, ja, gut, schon. Und das heißt, wir haben hier eigentlich schon durchaus auch das Bewusstsein, dass es einiges bringt, nur es müssen natürlich erste Hürden da überwunden werden, aber das kommt immer darauf an, wer es macht. Und ich denke, da sind wir auch schon in gewisser Weise bei diesem nächsten Punkt, Action by Removing Barriers oder eben die Barrieren zur Seite schieben. Das ist schwierig. Also das kommt immer darauf an, wie sehr das Unternehmen den Bedarf hat, wie sehr es an der Wand auch gerade steht, an die Wand gedrängt wurde durch eben aktuelle Entwicklungen oder auch nicht.
Oder, und das finde ich, ist aber die viel schönere Motivation von Unternehmen, die wirklich selbstständig sagen, wir wollen noch mehr, wir wollen der Leader dieser neuen Welle sein. Wir wollen versuchen, diese Welle zu reiten, und zwar mit als eine der ersten und natürlich und so massive Vorteile gegenüber den Wettbewerbern holen. Das passiert allerdings, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt halt deutlich seltener als zweiteres oder beziehungsweise ersteres, was ich gerade besprochen hatte, dass die Leute sagen, oh, wir haben jetzt halt sowieso schon einen riesigen Rückstau und ein Problem und müssen es deswegen beheben. Insofern finde ich, passen diese zwei Punkte ja auch sehr schön zusammen, und ich habe schon mal ein bisschen was vorweggenommen, aber ich weiß nicht, wie siehst du das bezüglich der Barrieren? Oder ich schätze mal, da wirst du vermutlich ja auch von früher einiges kennen, was Barrieren angeht bei Großkonzernen. Ja, definitiv. Also oft ist es halt, ich meine, Ressourcen, ich hatte es ja auch vorhin schon angesprochen, also überhaupt, dass die Leute Zeit bekommen, sich damit zu Ja. beschäftigen. Ganz ohne Geld geht es auch nicht. Ja, und dann manche setzen den Werkstudenten dran. Ja, das ist halt immer klar, je nachdem, wie groß die Firma ist, wie wichtig das Thema ist. Aber Barrieren können auch Themen sein wie Prozesse, ja, die dagegen sprechen. Und wenn da nicht so diese Koalition der Willigen, die wir am Anfang schon besprochen haben, da ist, auch vom C-Level, die sagen, ja, nee, okay, dann müssen wir halt mal strukturelle Prozesse ändern, damit das möglich gemacht wird, dann wird es halt auf Dauer schwierig. Ja? Wenn man immer in so ein Korsett gedrängt ist, und diese Barrieren, die führen auch zu viel Frust dann bei denen, die eigentlich sowas gerne treiben würden. Absolut. Also gibt es eine ganze Reihe. Was aber auf jeden Fall auch hilft, den Frust wieder aufzuheben, sind so kurzfristige Erfolge, also als einer der Elemente. Und das ist bei generativer KI aus meiner Sicht super gut zu realisieren, kurzfristige Erfolge, weil das eben schon an sich, dadurch, dass dieser Pre-Trained Transformer, wir hatten es in der Technologieserie, dass da schon sehr, sehr viel Wissen, sehr viel Fähigkeiten mit der KI einfach mitkommen, die schon beeindruckend sind für sich genommen, hat man eben sehr schnell diese Erfolge. Aber so ein Thema möchte ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten mal bei einem Kunden so einen Gamification-Ansatz, so einen spielerischen Ansatz, einen Wettbewerb. Oh. Und das ist was, wo ich sage, das macht man viel zu wenig. Dadurch, Mhm. gerade im Sinne von Change Management, kann man viel erreichen, auch was die Motivation angeht. Wie lief das ungefähr ab? Es gab 3 Teams, die hatten eine ähnliche Aufgabenstellung zu der Digitalisierung. Also ein Objekt, ja, mit dann zum Beispiel den Daten, die man dann absaugt, wie man die Daten aufarbeitet, was man aus den Daten herausbekommt. Und die wurden unterstützt von Coaches auf der Seite und von technologischen Ansprechpartnern, die ihnen geholfen haben, Barrieren aus dem Weg zu räumen, auch technischer Natur. Und dann hatten die einen Monat Zeit, um dann beim CEO zu pitchen. Und durch Mhm. diese Visibilität, die man da bekommen hat beim CEO, plus auch der kleine Wettbewerb, weil die Aufgabenstellung war für alle 3 Teams ähnlich, haben die plötzlich eine riesige Motivation entwickelt, auch neben ihrer tatsächlichen Aufgabenstellung, die sie hatten, die Dinge richtig gut umzusetzen, fanden das dann auch am Schluss so gut, dass die dem CEO, also ich war damals im Vertrieb, ja, so einen guten Vertrieb hätte ich nie machen können, ja, wie die dann plötzlich von den Möglichkeiten der Technologie gesprochen haben. Also ich denke, sowas für die Firmen, für alle Anbieter wird noch deutlich zu wenig genutzt und sollte auf jeden Fall auf so kurzfristige Erfolge dann hinarbeiten. Absolut. Und ja, ich meine, dann geht es natürlich weiter, wenn man kurzfristig unterwegs war. Und hier, finde ich, ist halt der Punkt total wichtig zu verstehen. Generative KI ist Teil des Change-Problems, das man adressiert, aber kann eben auch genau das machen, dass man sagt, wenn ich Erfolge gesammelt habe, dann kann ich die mit KI auch nachhalten. KI kann, und vielleicht, also wir kommen nachher nochmal auf so ein Thema, wie das so ein bisschen in den Arbeitsalltag integriert werden kann. Und durch das Training der KI, durch die Algorithmen, die dadurch ausgebaut werden, das Wissen, was man dadurch verfestigt, kann Ja. man eben Change dann auch systematisieren, stabiler machen. Und das ist der letzte Punkt, institutionalisieren. Ja, dass man das wirklich, also generell um ähm, ja, seine Angewohnheiten zu ändern. Das dauert ja 66 Tage, gab es da mal so eine Studie und so. Und sowas mit KI zu beeinflussen, ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut möglich. Genau, jetzt bin ich ein bisschen durch die letzten Themen durchgesprungen, aber ich denke, dass wir da uns nicht zu lang aufhalten. Felix, hast du da in dem Bereich noch was zu ergänzen?
Nee, letztlich, wie du gesagt hast, das ist genau, der Change muss am Ende so kommen, dass es sich auf die ganze Firma bezieht. Aber ich denke auch, dass es, so wie du es abgerundet hast, sind wir auf dieser Seite. Vermutlich sind die komplizierteren Schritte sowieso die, wie man beginnt. Denn was ich noch selber aus dem Nähkästchen geplaudert habe oder was ich selber dazu sagen kann, ist, dass sobald es mal richtig losgeht, man sagt doch auch, der Hunger kommt beim Essen. Also ich merke sehr oft, dass wenn KI-Modelle gut funktionieren im Unternehmen, dann funktioniert es auch sehr einfach, weiter damit zu arbeiten und das Ganze zu erweitern, beziehungsweise auf neue Abteilungen oder in neue Bereiche einzuschalten und all das. Das heißt, dieses Trust-Building am Anfang, genauso wie die anderen Barrieren, die am Anfang zu überwinden sind, sind die deutlich komplexeren als eben dann. Ich denke, dann fängt man an, sich in einem Umfeld zu bewegen, in dem es zwar natürlich dann wieder eine Iteration gibt, sagen wir mal bei der nächsten Abteilung oder so, diese aber dann deutlich einfacher zu managen ist, weil man ja eben diese erste Stufe schon geschafft hat. Aber der Anfang ist immer am schwersten. Ja, das ist schön, das ist ein guter Hinweis, und deswegen fand ich das auch besser als Kreis, ja, der so iterativ läuft und der Kreis ist am Ja, Anfang vielleicht kleiner, aber wächst dann bei jeder Iteration einfach, wird er größer. Daher fand ich das absolut. besser tatsächlich als das Stufenmodell, wo man so ein bisschen denkt, naja, dann hat man es erreicht, dann hat man es geschafft, sondern es ist eher so ein bisschen iterativ in dem Bereich. Ja, kommen wir so ein bisschen nochmal auf das Thema, wie kann man solche Änderungen dann auch im Unternehmen institutionalisieren. Und das ist so ein bisschen ein Spezialbereich, der aber aus meiner Sicht gut in das Change Management Mensch-Strategie-Thema reinpasst. Das heißt, da muss ich ein bisschen ausholen, nämlich wie ticken Unternehmen, ne? Und wie funktionieren die, warum sind die erfolgreich? Und ganz oft basiert das auf Prinzipien. Prinzipien, die das Unternehmen leiten. Und da ticken Unternehmen ganz unterschiedlich. Da gibt es auch Bücher dazu. How Google Works zum Beispiel ist eins von diesen Büchern. Andererseits IKEA, ja, die ganz andere Zielrichtung natürlich. How Google Works geht in die Richtung, wie kann ich kreative Menschen Innovationen vorantreiben, möglichst viel da in dem Bereich Innovation schaffen. IKEA dann wieder, wie kann ich Vertrauen schaffen, wie kann ich effizient arbeiten. Dann Nike gibt es Bücher, Microsoft, also es gibt zu vielen großen Firmen gibt es Bücher, die über ihre Prinzipien, über ihre, wie tun wir die Sachen hier reden. Also in Deutschland gar nicht so viel leider. Ja, das ist eher Ja. tatsächlich so ein bisschen amerikanische Managementliteratur. Also da bin ich auch immer offen und sehr interessiert für Beispiele, wenn da jemand ein Buch empfehlen kann. Ein Thema wollte ich nochmal spezifisch rausheben. Das gab es neulich so eine Nachricht von Tesla, hat scheinbar der Elon Musk mal über seinen Führungsstil oder über seine Produktivitätsregeln gesprochen. Von Elon Musk kann man halten, was man will. Also da gibt es durchaus ein bisschen diverse Meinungen zu ihm. Aber ich denke schon, dass also sein Managementstil ist zumindest besonders. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist halt auch der Punkt. Nicht jede Firma kann dann einfach kopieren, oh, wir sind wie Google, wir machen das jetzt wie Google. Man muss das schon an seinen jeweiligen Markt, also wo ist man tätig, wie will man agieren, anpassen. Ja? Wie tickt man als Firma auch historisch gesehen? Also das ist nicht so trivial, dass man da einfach Copy-Paste macht. Aber so ein paar Absolut. Impulse kann man natürlich übernehmen. Und was hat Elon Musk da gesagt, wie man Produktivität steigern kann? Zum Beispiel vermeiden großer Meetings. Ja, das ist bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ist das ein Riesending, Meetings, ganzen Tag Meetings mit vielen Leuten und aus meiner Sicht in großen Teilen super ineffizient. Auch sowas würde eigentlich nie jemand machen. Verlassen Sie eine Besprechung, wenn Sie keinen Beitrag leisten. Das macht man dort einfach nicht so. Man bleibt halt Ja. sitzen. Ja? Und sind so Themen, die zu unglaublichen Ineffizienzen führen. Und bei Elon Musk geht es noch weiter. Der sagt zum Beispiel, vergessen Sie die Befehlskette. Das ist in anderen Unternehmen, das ist mal mehr, mal weniger wichtig, dass man von einem Chef zum anderen geht. Ja? Und auch wenn die Zwischenstufen nichts beitragen können, es muss dann jedem einzeln erklärt werden. Das kann man so für sich entscheiden, muss aber nicht. Ja? Das sind immer so Entscheidungen, die eine Firma trifft. Und was der Elon Musk wieder, seine E-Mail, die ist ein bisschen länger, erklärt auch ein bisschen mehr, aber wie der es beendet hat, der sagt, befolgen Sie keine Regeln, also Prozessanweisungen, so machen wir das, sondern Prinzipien. Im Sinne von, naja, wir machen das in der und der Form. Ja? Wir
verlassen die Besprechung, wenn wir keinen Beitrag leisten. Also im Prinzip eher schon keine großen Meetings, eher ein Prinzip, ist keine fixe Regel. Ja, man kann mal ein großes Meeting machen, je nachdem, ob es Sinn macht. Und das, weil ich sowieso diese Prinzipien so wichtig finde, habe ich mir rausgenommen, weil daran arbeite ich gerade, eine Prinzipienlandschaft zu bauen. Und diese Prinzipienlandschaft, die kann dann so ein bisschen repräsentieren, wie eine Firma tickt in den verschiedenen Bereichen. Also nur mal ein paar Sachen, das ist ja nur beispielhaft adressiert, aber wie gehe ich mit neuen Mitarbeitern um? Wie setze ich Ziele fest? Was sind da meine Prinzipien? Sind die quartalsgetrieben? Sind es eher langfristige Ziele? Sind die ganz klar messbar mit KPIs, Key Performance Indicators, oder sind die eher weich formuliert? Mache ich Teamziele, mache ich Einzelpersonenziele? Also allein das Thema Zielstellung ist unglaublich komplex. Natürlich auch für unterschiedliche Abteilungen möglicherweise unterschiedlich. Aber das zieht sich eben durch. Ja? Also nur mal ein paar Sachen. Wie gehe ich mit Kunden um? Urlaubsfreigaben, Datenmanagement, Datenfreigaben, Innovation. Wie bestimme ich das? Also es ist komplex. Aber das ist was, wenn man da mit Prinzipien arbeitet, da gibt es auch entsprechende Managementliteratur dazu, kann man viel effizienter, viel besser werden. Und jetzt kommen wir wieder zu KI zurück, was natürlich dann zum ersten Mal die Möglichkeit bietet, sowas auch abzubilden. Bisher hätte man diese Prinzipien auf irgendwelche PDFs, in irgendwelche Prozessguidelines schreiben können, die dann keiner mehr durchliest. Aber dadurch, dass man KIs damit trainiert, mit diesen Prinzipien, und diese KIs auskunftsfähig sind, auch zu anderen Themen wie Prozessanweisungen und so, kann man diese Prinzipien in den Unternehmensalltag integrieren. Also wir hatten es ja gerade so dieses Institutionalisieren von Change, von Änderungen, von wie wollen wir hier agieren. Wenn die KI, die ich in meinem Arbeitsalltag einbinde und immer wieder um Fragen und auch Rat bitte, um Punkte, die ich beachten sollte, kann man sowas eben gut einsetzen. Ja, das war so ein bisschen ein Beispiel, was ich da nochmal rausnehmen wollte. Ergänzt die natürlich sehr gut mit Themen wie jetzt von Felix, was ihr anbietet. Ihr bietet ja an, konkretes Wissen, Daten, Prozessanweisungen, Dokumente verfügbar zu machen. Und sowas könnte man eben mit Prinzipien ausbauen. Ja, daher bin ich so interessiert auch in unserer Zusammenarbeit, weil das Thema Standard, klassische Informationen, die in einem Unternehmen vorliegen, die dann abgegriffen werden durch eine KI, eben durch so einen Prinzipienansatz, der eben doch eher ein Unternehmenskulturthema ist, ausgebaut werden können. Und Unternehmenskultur ist leider noch was bei uns in Deutschland auch noch nicht so ernst genommen wird. Nicht ernst genug. Das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Und ich finde auch hier ist genau das Spannende, was du gerade ja schon gesagt hast, wie kann man die Unternehmensphilosophie einbinden. Das ist eigentlich etwas ganz Spannendes, wenn wir die eigenen Templates haben, wenn wir die eigenen Prinzipien haben, wie du es auch zuvor bei Elon Musk oder anderen Unternehmern mit einbezogen hast, oder wie Amazon arbeitet im Vergleich zu wie Microsoft arbeitet oder wie Siemens arbeitet, dann ist es natürlich so, dass auch eine KI sowas in gewisser Weise irgendwann machen sollte, beziehungsweise diese Prinzipien mit einhalten sollte. Und hier ist das Spannende, dass wir natürlich im Moment, wenn wir von ChatGPT reden, wenn wir von irgendwelchen normalen Chatbots reden, dann ist die Schwierigkeit, dass die noch nicht so gut in der Lage sind, diese Persönlichkeiten anzunehmen, auch wenn es ja schon sehr große Fortschritte und Veränderungen in der Richtung gibt. Ich sage immer nur die Webseite Character AI, wo man mit unterschiedlichen Charakteren eben chatten kann. Also an sich ist das möglich. Nur das Ganze jetzt hat hier auch wieder natürlich in die Produktivität einzubringen, in die einzelnen Sphären des Unternehmens tatsächlich ist sicherlich eine größere Herausforderung, vor allem weil es natürlich den Alltag des Ganzen auch wieder deutlich verändert. Denn man muss sich überlegen, eine KI, die die ganze Zeit dabei ist, wird auch wieder den Arbeitsalltag verändern, weil gewisse Dinge einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie davor funktioniert haben, beziehungsweise vielleicht auch besser funktionieren, als sie davor funktioniert haben. Und deswegen eben andere Unteraufgaben neu strukturiert werden müssen, auch einzelne Aufgabenbereiche neu aufgeteilt werden müssen und so weiter. Und das funktioniert aber sicherlich am besten, indem die
unternehmensinternen Werte zum Beispiel mit einbezogen werden. Denn was macht es für einen Sinn, wenn ich so eine, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, aber amerikanische Superkapitalisten KI habe, die allerdings in einem deutschen rechtssozial geführten Unternehmen mitwirkt. Die wird ja dann überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, dass die Menschen halt keine Überstunden machen sollen oder dass eben der Urlaub schon genommen werden sollte. Das ist einfach, habe viele amerikanische Kollegen, bei denen ist es normal, dass man auch mal Urlaubstage verfallen lässt. Und das ist ja einfach eine andere Idee von, wie man arbeitet. Und ich denke, das ist wichtig. Also das ist bei einem Tool, das so viel im Alltag unseres Lebens mitarbeitet und mitarbeiten wird, sehr wichtig, dass es zumindest dieses grobe Verständnis davon hat, wie das Unternehmen funktioniert. Und das ist auch sehr spannend, weil das ist kein einfaches Thema. Es ist nicht einfach ein Large Language Modell in Kombination mit anderen Algorithmen und all das, wenn es denn dann mal mehr Aufgaben übernimmt, als ein Meeting aufzuzeichnen oder so, ähm, das wirklich so zu takten, dass es die Unternehmensphilosophie versteht. Und das wird interessant. Das ist ja auch das, was es in der Zukunft bringt, wo du ja auch schon sehr spannende Einblicke gebracht hast, Peter, beziehungsweise sehr gute Ansätze, wie man das Ganze machen kann. Und ich denke auch, dass wir in naher Zukunft das auf die Art und Weise umsetzen werden müssen. Sonst haben wir eine große Schwierigkeit. Und ich finde auch auf dem Wimmelbild, würde ich fast sagen, dass du hier jetzt präsentierst, sieht man ja auch schon, was alles reinkommen kann, was dazukommt und wie sich das Ganze dann vernetzen muss letztlich, weil wir letztlich wie beim Internet wie beim Intranet vielleicht auch in Unternehmen schon ganz viele Vernetzungseffekte haben. Und das Spannende hierbei eben wieder nur, dass alle diese Daten verwendet werden können, alle diese Daten interagieren können, wir auf eine neue Art und Weise dadurch wieder kommunizieren werden. Also sehr interessant, wie sich das vorentwickeln wird und ja, auch wie es sich dann mitentwickelt. Denn ich denke, viele Geschäftsmodelle werden zuerst, wenn sie sich nicht anpassen, und normalerweise gehört das ja immer dazu, erstmal darunter leiden. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Ja. was kannst du noch dazu sagen, insofern, dass es ja vermutlich sehr wichtig wird, die Firmenphilosophie damit einzubinden. Und auch, ich schätze, du hast ja schon eine sehr spezielle Vorstellung, wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze noch verbessern kann. Genau, aber du hast es auch schön gesagt, ja, das ist auf der einen Seite, also so eine KI muss die Firmenphilosophie, die Kultur verstehen, um richtig nachhaltig gut in allen Bereichen unterstützen zu können. Ne? Und das Schöne ist auch, dann hat man eine wirklich lernende Organisation. Lernende Organisation sagen viele so als Schlagwort so ein bisschen. Ja, wir sind eine lernende Organisation, wir legen ganz viele Informationen und Lessons learned irgendwo auf irgendwelchen Laufwerken ab. Aber das sich alles durchzulesen, das ist super schwierig und ein neuer Mitarbeiter, der dann nicht weiß, wo die Informationen liegen, der hat dann auch nichts davon. Und so eine KI kann aber wirklich eine lernende Organisation fördern, aber man sollte das dann halt dann doch auch ganzheitlich angehen, um diese impliziten Wissensthemen, die Kultur mit aufzugreifen. Das Schöne ist, das geht relativ schnell am Anfang zu einer 80%-Lösung. Da kommt das super schnell hin. Das ist eigentlich total einfach. Aber dann nach hinten raus ist es eine längere Journey, ein längerer Weg, um das zu optimieren. Ne? Daher ganz spannend, das als Weg zu begreifen. Und wir hatten ja digitale Transformation auch so als ganzheitlich und als Weg und als Reise, die man da antritt. Und das kann man für Unternehmen machen, das kann man aber auch für Individuen machen. Ja? Ob jetzt der CEO tatsächlich oder auch andere Personen, Bereichsleiter, der das halt seine Prinzipien, seine Unternehmenskultur für seinen Bereich aufbaut, aber auch für Personen. Und wir hatten es eingangs beim allerersten Webinar mal gesagt, wir kommen ganz am Schluss drauf, so ein bisschen, ja, wie werden wir vielleicht in der Zukunft arbeitslos und wie könnte das dann aussehen? Ne? Und da gibt es viele Diskussionen, Möglichkeiten, die man da hat. Aber ich kann schon mal sagen, das Thema Prinzipien, das leite ich auch, also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für mich als Person im geschäftlichen und im privaten ab und baue da an meinem digitalen Zwilling, na, man
sieht ein bisschen die Ähnlichkeit schon. Ja, die Haare sind auf jeden Fall definitiv, da muss man nochmal investieren. Die kann man dann kaufen. So 3D-Haare kosten ein bisschen was. Was wir aber machen werden auf jeden Fall, wenn wir halt einen gewissen Entwicklungsschritt haben. Das heißt, ich baue gerade an so einer 3D-Repräsentanz von mir. Es gibt es auch schon, ich habe so ein MVP online, wer das mal testen will, gerne bei mir melden. Und letztendlich habe ich jetzt ein eigenes Büro, das ist ein 3D-Büro, wo mein Avatar sich dann drin bewegt. Und der wird mit meinen Prinzipien dann auch immer weiter ausgebildet und kann dann immer mehr tun. Und künftig, wir hatten es ja auch bei der Technologie und auch bei der Use-Case-Thematik von Agents, Agenten, also Agents im Englischen, da die Fähigkeiten, dass die auch was für mich tun können. Umso besser mich mein Avatar kennt, desto mehr kann er natürlich dann, wenn er die Fähigkeiten bekommt, auch so tun, dass es in meinem Interesse ist. Ja, und daher fange ich da jetzt schon an, dran zu arbeiten. Sicherlich interessant, wer daran Interesse hat, auch gern mal den Austausch. Also der Einstieg ist einfach, hinten raus wird es dann sicherlich eine längere Reise werden. Und So wie meistens. bezüglich Einstieg, also wir hatten ja so ein bisschen das Thema jetzt, um auch das zum Abschluss zu bringen, Change Management, der Mensch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, wo man auch sich selber da befindet. Und alle, die jetzt so weit zugehört haben oder auch hier jetzt zu dem Punkt mal reinspringen, ich glaube, diese Technology Adoption Curve, also die Adaptionskurve von Technologien, die sieht eigentlich, hat man wissenschaftlich herausgefunden, immer ungefähr ähnlich aus. Es gibt da die super schnell sich auf die Technologien stürzen, die Innovatoren, die wollen alles Neue testen. Und da gibt es ja jetzt schon alle möglichen AI-Gadgets und so. Und ja, generative KI als eins der vielen Themen, die halt immer schon passiert sind, ob es jetzt das iPhone war oder Tablets oder und so weiter. Und dann gibt es die Early Adopters. Sobald die merken, oh, das funktioniert einigermaßen, gehen die das auch an. Da würde ich mich jetzt zum Beispiel dazu zählen. Und dann gibt es die frühe Mehrheit. Das sind Personen, die dann halt sagen, ja, hey, das funktioniert jetzt gut, schaue ich mir mal an. Oft gibt es dazwischen noch so eine kleine Lücke, aber das ist eher für die Unternehmen relativ interessant. Und es fügt sich halt weiter mit späte Mehrheit und Nachzügler. Und mein Gefühl ist leider, dass wir halt in Europa, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum eher ein bisschen zu der späten Mehrheit gehören, was so die technologischen Entwicklungen angeht. Und ich denke, es ist relevant, dass man sich selber mal hinterfragt, wo stehe ich in dieser Kurve? Und dass man auch seiner Organisation mal diese Frage stellt, wo seht ihr euch? Wo steht ihr dort? Wo stehen wir dort gemeinsam? Und macht es in dem Fall Sinn oder macht es vielleicht auch keinen Sinn? Müssen wir uns da aktiv, obwohl wir uns so fühlen und obwohl wir da eigentlich gern aus uns heraus stehen würden, sollten wir uns da ein bisschen auch bewegen innerhalb dieser Kurve. Genau, soweit. Das waren eigentlich so die Inhalte. Wenn ihr uns soweit gefolgt seid, dann haben Felix und ich uns überlegt, na komm, wir machen mal so ein Paket, ja, wie man so den Einstieg optimal gestalten kann. Dann würden wir nochmal so einen Impulsvortrag vor Ort geben für die Mitarbeiter, für das Management-Team, je nachdem halt adaptiert. Wir würden einen KI-Workshop durchführen, um eben genau die Anwendungsfälle zu definieren, die fürs Unternehmen passen, ein bisschen die strategischen Ansätze abdecken. Das kann man sicherlich nicht innerhalb von einem Workshop machen, aber da so die Grundlagen schaffen. Wir würden Optimierungstermine machen und das wäre so der Beraterteil. Und auf der anderen Seite würden wir Athene, also die Lösung von Artec Solutions als KI-Coach und Suchmaschine für Firmendaten implementieren mit Integration einer Datenbank, die dann halt, wo dann halt entsprechendes relevantes Wissen zur Verfügung gestellt wird und den Betrieb auch für 6 Monate sicherstellen, was auch danach günstig weitergeführt werden kann. Und das für so einen Paketpreis von 20.000 Euro. Und, wer wirklich sich alle 3 Webinare angehört hat, da reden wir noch mal über einen Discount. Da könnt ihr euch gern melden, weil dann setzen wir schon auf einer guten Wissensbasis auf und sind dann auch super schnell gemeinsam unterwegs. Aber das ist so ein bisschen, was wir anbieten würden. Und wer da Interesse hat oder generell sich mit uns austauschen möchte, hier sind auch nochmal die QR-Codes, unsere Homepages und kontaktiert uns über LinkedIn. Da kann man auch bei mir einen Termin buchen. Ich hoffe, das hat euch allen gefallen und Felix, ich überlasse dir auch das letzte Wort nochmal zur Verabschiedung. Ja, danke dir, Peter. Also, ja, hat mir Spaß gemacht soweit.
Auch von meiner Seite meldet euch gerne bei uns bezüglich unterschiedlichster Projekte. Wir haben auch auf unserer Webseite unser Basismodell bzw. das Premium-Modell. Wenn man erstmal einfach mit einer datenschutzkonformen GPT-Variante anfangen will, die aber natürlich gleichzeitig mit Wissensdaten arbeitet. Wir konzentrieren uns im Moment sehr stark auf unterschiedliche Pilotprojekte. Das geht von den Marketing-Kommunikationskanälen nach außen von großen Unternehmen hin zur Dokumentation und eben auch Assistenzen im Unternehmen. Wenn da größeres Interesse besteht, sehr gerne bei uns melden unter dem eingeblendeten QR-Code oder eben einfach über unsere Webseite. Ansonsten hat mich sehr gefreut, Peter. Vielen Dank soweit. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch so alles in der Zukunft machen werden. Super. Tschüss zusammen. Okay, bye, bye.